Freunde, willkommen zurück. Yes, ihr seht richtig, der neue Marc Gebauer Duft Cocoon ist da. Yes, den möchte ich euch heute mal vorstellen. Ich habe ihn jetzt ausgiebig getestet. Auf meinem TikTok-Kanal habe ich erstmal den ersten Eindruck gemacht, aber ihr bekommt ja das volle Review, den vollen Duft ins Gesicht gesmashed, so wie ich, war ein Zahnarzt. Ja, hat erstmal einen halben Zahn weggesäbelt. Aber ich habe auch ein bisschen Betäubung noch drin. Aber ich stehe ja natürlich trotzdem, Leute. So gehört sich das. So, Cocoon. So, mein Name ist Dennis, a.k.a. Volkansorg, aus Hamburg, für die Leute, die es noch nicht wissen. So, das ist die OVP. Schaut euch die an. Immer wieder schick, immer wieder nice, aber eben auch normal. Also weg damit. So, aber hier kommen wir zum Flakon. Yes, der schaut gut aus, oder? Ein bisschen ausgestanzt, der Schmetterling. Ich verstehe allerdings nicht, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr lesen sollen oder ich weiß nicht, ob es überall stand, warum der Schmetterling, weil Cocoon, das ist übrigens ein sehr interessanter, cooler Film von früher, ich glaube Ende der 80er, auch ein bisschen traurig, aber sehr cooler Film, solltet euch mal angucken, Cocoon. Und da sind ja diese Kokons, oder wie man das ausspricht, im Wasser, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, so lange her, wo ich den Film gesehen habe. Und ja, ich weiß, worauf er das anspielt, das ist klar. Aber hätte man den so nennen sollen? Ist egal. Auf jeden Fall will ich jetzt auch nicht so viel ins Detail eingehen. Auf jeden Fall schon Cocoon und der Schmetterling. Ja, natürlich geht das auch, aber ja, sehr nice. Und hier diesmal ein bisschen durchsichtig, aber man kann sehen, den Juice direkt sehen. Ja, jetzt kommen wir auch zum Juice. Viele meinen, das ist ein Duft zum Layern, das ist ein Duft auch einzeln zu tragen. Auf die ganzen Punkte werde ich eingehen und natürlich auch Haltbarkeit und CH. Der Sprüher ist gut, ne? So, und der Duft ist, ja, cool. Und das bleibt es auch so, ne? Weil ich erst meinen ersten Eindruck auf TikTok gesagt habe, na, und da muss man mal gucken. Aber ich habe mir am Anfang natürlich überlegt, was kommt da? Weil es ist harzig und salzig. Es ist ein Salzakkord. Und da habe ich überlegt, was kommt denn jetzt? Weil wir wissen ja, dass Issey Miyake auch einen salzigen Duft wieder rausgebracht hat als Eau de Parfum und Mega Mare und wie sie alle so heißen, ja. Und das wird auch auf Parfumo Mega Mare angegeben. Natürlich, alles was salzig ist, wird natürlich gleich wieder erstmal Mega Mare angegeben. So. Wir haben ja auch Bergamotte. Also an Bergamotte haben wir am Anfang, wir haben was Harziges. Der Salzakkord, glaube ich, kommt im Mittelteil, also in der Herznote. Und grundsätzlich wird dieser Duft, da kommen wir später zur Haltbarkeit. Das machen wir dann. Bergamotte, merkt ihr? Er hat aber gleich sofort das Harzige, was mir persönlich gut gefällt. Und wir haben die typische Marc Gebauer DNA drin. Wie die ist, das werdet ihr merken, das ist schwer zu erklären, das werdet ihr einfach merken, wenn ihr das aussprüht. Finde ich auf jeden Fall. Aber es ist schön was Harziges, so ein schön flüssiges, dunkles Harz, plus der Salzakkord, der ja so und so gleich da ist. Weil dieses mit den Herzen und Basisnote, Kopfnote, ja, aber ganz ehrlich, ich rieche alles oder vieles schon in der Kopfnote und das Harzige und die Bergamotte merke ich sofort. Und das Salzige auch eben. Und vor allen Dingen Ambroxan. Also wer was gegen Ambroxan hat oder wie meine Frau, die gern Kopfschmerzen von Ambroxan bekommt, ist dieser Duft nichts. Gleich vorweg, Real Talk, meine Frau mag ihn nicht. So, mir gefällt er, das ist dann immer so ein Ding. Ich trage ihn natürlich trotzdem. Aber ich mache ja salzige Düfte. Umso öfter ich ihn zum Beispiel trage, umso geiler wird der. Und ich mag auch Mega Mare und alles, was so in diese salzige Richtung geht. Oder meinetwegen auch Algen-Style aquatisch. Da haben wir ja noch also so ein richtiger Salzduft ist der von Tom Ford habe ich da einen. Wie heißt er? Ich will den jetzt nicht rausholen. Wenn du nur daran riechst, hast du richtig einen salzigen Geschmack. Das gibt's bei Mega Mare nicht, auch bei denen nicht, also keine Angst. Wie heißt denn der Mann? Ach, ist auch egal. Ich werde ihn einblenden. Auf jeden Fall, der Tom Ford, den habe ich auch in der alten Version. Geil. Also richtig Salzakkord, aber richtig salzig auf der Zunge mit bisschen Eigenstyle. Das ist hier weg, das habt ihr hier nicht. Also positiv auch, weil das muss man ja auch nicht immer haben. Und diesen Eigenstyle auch nicht. Also hier ist wirklich salzig und harzig. Und das ist gut. Und dann, wie gesagt, mit der DNA von Marc Gebauer, Ambroxan und Bergamotte.
richtig toll. Also ich finde dieses ganze Zusammenspiel passt schön und ist komplex und ist auch nicht zu laut, aber denn trotzdem da. Und da kommen wir dann eben zu diesem Satz, man muss nicht laut sein, um gehört zu werden, glaube ich. So geht das auch um den Duft. Das spiegelt den Duft wirklich perfekt wider. Das Schöne ist auch, dass eine Iris noch dazu kommt. Die Iris ist ja auch da und ich liebe Iris-Düfte. Das heißt, ihr habt im Background auch noch was leicht Blumiges und also dieses schön urige Iris-Pudrigkeit finde ich cool. Und ich sage das nicht so, ihr wisst, ich feiere Marc Gebauers Düfte. Das heißt aber nicht, dass das immer alles perfekt ist. Ich sagte ja schon bei Private Garden, der ist gut, aber er geht mir ein bisschen zu viel in die Skulpturreihe und so und was so ähnlich ist oder überhaupt diese Orangenblüten. Da gibt's ja einige. Ob das hätte so sein müssen? Ja, natürlich ist er stärker und es hat noch die DNA vom Markt drin. Aber das will ich nur mal sagen, weil immer viele sagen, ja, da kommt jetzt so und so noch was Positives raus. Ja, aber ich finde eben, Marc und ich haben ähnlichen, wir finden einiges cool. Also er macht Oud, er macht orientalisch. Auch das mag ich auch. Und da sind so einige Sachen, die wir eben beide feiern. Und deswegen feiere ich auch den. Und wo kann man ihn einsetzen, ist jetzt noch die Frage. Einsetzen kann man ihn eigentlich das ganze Jahr und auch im Büro, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen jetzt, wo es warm ist, kommt er richtig gut. Ja, das ist natürlich klar. Alles so, was mit ein bisschen Salz zu tun hat. Und das geht eben auch im Sommer, auch wenn er harzig ist. Und er ist schon sehr harzig. Aber das Amboxan, das spielt auch eine Rolle. Aber es ist nicht so ein Amboxan wie in, muss ich jetzt mal erwähnen, Office for Man, ne? Also und so, oder Dior Sauvage. Nein, so nicht. Also dieses Amboxan merkt ihr, das ist hier, das riecht hier auch anders. So. Aber ist wirklich cool gemacht. Gleich vorweg, ich habe dir eine 8,5 gegeben. Das kann sich natürlich über Monate ändern, ob jetzt zurück oder nach oben gestuft. Aktuell ist es eine 8,5. Also nur mal nebenbei, ich bin jetzt auch nicht einer, der eine 10 und das eine 10 ist was ganz anderes und Vendetta übrigens ist eine 10 für mich, nur mal vorweg. Aber sonst, ich mache das schon realistisch, genauso wie ich meine Filmbewertung mache. Es muss auch realistisch sein und eine 8,5 oder auch eine 8. Selbst eine 8 wäre ja eine gute Bewertung. Muss ja nicht mal 9, 9,5, 10. Das muss ja nicht sein. Das ist eine 8,5. Richtig gut. Richtig nice, gefällt mir. Dann habe ich eigentlich auch alle Inhaltsstoffe außer Kaschmeran, glaube ich, ist da auch noch drin erzählt. Also, wie gesagt, Bergamotte, wir haben was Harziges, wir haben Iris, wir haben Kaschmeran, wir haben Sandelholz und wir haben Ambroxan und wir haben Iris und ja, all das ist ein schöner Begleiter. So, jetzt kommen wir zur Haltbarkeit und da, wie gesagt, man muss nicht laut sein, um gehört zu werden. So soll der Duft oder das soll den Duft widerspiegeln und das wieder spiegeln, ganz ruhig und das passt auch, das stimmt auch. Es ist jetzt kein Beast Mode, es ist kein Air Tiger und so weiter, was in dem Fall wirklich mit diesem Salzakkord und diesem Harzing auch wirklich gut ist, weil hätte der die Power wie Air Tiger, dann wird das zu anstrengend, weil dann haben wir, oder dann sind wir bei Megamare und das ist dann ein bisschen too much manchmal. Das kannst du nicht immer tragen, weil dann kippt er in diese extrem starke Richtung. Vielleicht hätte man dann auch na, vielleicht auch nicht, weil bei Megamare ist auch noch Moschus drin. Das darf man auch nicht vergessen. Hier ist kein Moschus drin. Vielleicht wäre es denn doch noch anders, wenn er ein bisschen stärker wäre. Aber er hält gute 8, 9 Stunden. Das kann aber auch mal mehr sein. Und das ist natürlich für einen salzigen, frischen Duft top. Muss man sagen. Und die Sillage ist auf jeden Fall sehr gut. Also ich habe noch nicht bewertet die Haltbarkeit. Der Haltbarkeit ist bei 8 Punkte. Und Sillage würde ich schon fast 8, 9 geben. Vor allen Dingen die ersten 4 Stunden ist die Sillage sehr präsent. Und für andere noch mehr. So, einzeltragen kann man ihn. Und nun ist die Frage, ich glaube, Marc hatte das auch erwähnt, man kann diesen Duft auch layern. Ja, das kann man natürlich auch mit anderen Düften. Mit welchen habe ich natürlich noch nicht ausprobiert, aber natürlich kann man das. Den, sage ich mal, da überzulegen mit dieser salzigen Note. Aber da müsst ihr natürlich was finden. Das habe ich jetzt noch nicht getestet, ob das geht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal den Imagination raushaue und dann was Salziges rüber, das weiß ich nicht, ob das harmoniert. Das muss man mal gucken, als Beispiel jetzt nur, ne? Oder whatever, ich glaube, den könnte man sogar zu anderen Düften nehmen, aber ich glaube, man kann ihn aber auch nicht zu jedem Duft layern, weil
der Salzakkord, das Harzige. Harz glaube ich noch eher, aber der Salzakkord passt nicht zu jeder Dirne. Also auf jeden Fall solltet ihr Cocoon unbedingt mal ausprobieren wenigstens. Das ist der erste salzige Duft oder der in dieses, sag ich mal, aquatische geht. Ich glaube, die anderen, was heißt ich glaube, ist ja nicht bei Marc so aquatisch. Und ja, aber cool, muss ich sagen. So. Und übrigens gleich vorweg, den Sherry-Duft, den werde ich auch bestimmt euch noch vorstellen. Den habe ich jetzt noch nicht. Also nicht, weil ich kriege da immer Fragen, wann stellst du den vor, der war auch dabei und so weiter. Das kommt alles. Also ich habe schon in meinem letzten Video gesagt, ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Und wenn ihr was schneller haben wollt, kauft es mir, schickt es mir, das gab's schon mal und dann zeige ich euch, dann präsentiere ich euch auch persönlich im Video, wenn ihr wollt und so weiter. Aber sonst müsst ihr natürlich Augenblick warten, ne? Ist doch klar. So, das war's. Danke für das Feedback, auch für die Klamotten. Übrigens, wer Bock hat da drauf, guckt in meinen Shop, dürft nicht vergessen, das ist wirklich Baumwolle. Ich habe auch Bio, das ist kein Plünn. Schaut mal vorbei, gibt immer einige Sachen am Start, auch neue. Und die Flex Cabby, die dicht hinten ist auch wieder da. Also schaut mal gerne rein und dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde.